Internetbetrug. Jeden Tag verlieren die Leute so ihr ganzes Geld. Es kann jeden treffen. Durch das, dass ich den gescannt habe, habe ich die Zahlung ausgelöst. Die 48'520 Franken. Und wenn das Geld mal weg ist, kann häufig auch die Polizei nicht mehr helfen. Dann hat sie mich gefragt, ja, also ob ich das wirklich anzeigen will, weil eben, sie können sowieso nichts machen, sagen so internationale Banden. Ein weltweites Milliardengeschäft mit ganzen Callcenter voller hinterlistiger Betrügerinnen und Betrüger. Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Aber eine Gruppe von cleveren YouTubern nimmt das Problem in die Hand, sogenannte Scam-Beter. Einer davon ist der Sven. I got many scammers arrested and I saved thousands of people from losing money. Er hackt sich in die Computer der kriminellen Banden. I got access to his computer. Als Polizist muss ich sagen, nicht unbedenklich, oder? Ich tauche ein in die Community und frage mich, was bringen die Scam-Beter im Kampf gegen Internetbetrug? Holy shit! Ich bin Journalistin in Indien, ein Land mit vielen kriminellen Callcentern, wo Leute rund um die Welt betrügen. Aber heute treffe ich einen Inder, der gegen die Betrüger kämpft und YouTube-Videos darüber macht. Ein Scam-Beter. Von Beruf ist er Ingenieur. In seiner Freizeit ist er häufig in Neu-Delhi für sein Hobby am Scam-Beten. Ich treffe ihn hier in einem Hotel. Hallo? Yes, sir. Where are you? I'm coming now. Okay, I'm waiting for you. Hi. Er möchte anonym bleiben und dass wir ihm Sven sagen, sein YouTube-Name. So, why can't we show your face? I mean, it is what I'm doing is also illegal. Like on the paper, it is actually a crime. So, using someone's computers without their permission is basically illegal. Although I work with law enforcement sometimes. Do the police know who you are? No, they don't know who I am. Er erzählt mir, dass er seit langem ein grosses Callcenter beobachtet, das er mit der Polizei zusammen auffliegen lassen will. Daraus möchte er ein krasses YouTube-Video machen und ich darf in den nächsten Monaten dabei sein. We are baiting a scammer to fall into our trap so that we can get more information on them and then later provide it to the police, get them to justice. That is the main objective of everything. Angefangen hat alles vor mehr als einem Jahr. Dann ist es ihm gelungen, sich ins System von dem Callcenter hineinzuhacken. Und wie das mit dem Hacken geht, erklärt er mir jetzt. You get into scammers' computers, right? Mm-hmm. How do you do that? So I pretend to be a victim. I show them that I have a lot of money. When they are desperate to try to get my money, then I get into their computers. Zuerst muss Sven in Kontakt mit den Betrügern kommen. Dafür gibt er auf allen möglichen Fake-Seiten, zum Beispiel auf dieser Seite, die aussieht wie das Nachrichtenportal vom Blick, seine Daten an. Er wartet auf Anrufe von Betrügern oder er läutet ihnen gerade selber an. Jetzt findet er eine Nummer auf einer Webseite, die so tut, als würde es da bei Problemen mit Kryptowährungen helfen. Thank you for calling Crypto. This side, Mark. How may I help? Yeah, hello, Mark. I have a wallet on my computer, and I am unable to send my money out from that wallet. Can you help me with that? Yeah, surely I'll do that. I will have to just go ahead and give a check on it. Der Sven tut so, als wäre er das ideale Opfer für den Betrüger. Eine ältere Frau mit viel Geld und keine Ahnung von Computer. Und der Betrüger am Telefon macht das, was viele Betrüger machen. Er will, dass der Sven eine Fernwartungssoftware installiert. Angeblich, um das Problem zu beheben. Aber tatsächlich kriegt der Betrüger mit dieser Software Zugriff auf sein Crypto-Wallet.
Oder in anderen Fällen aufs Bankkonto. I can trust you, right? Yes, ma'am. This is not a stranger. You're talking to the crypto support. Der Sven nutzt jetzt aber genau diese Fernwartungssoftware, um sich in den Computer vom Betrüger hineinzuhacken. I got access to his computer. What? See, this is his computer. You see here? This one, this window, is his computer. Yes, let's go! Let's go! Yes! Man, this is actual fun. Yes. You asked me what I do scam waiting for, this is what I do it for. Und wie hat er das jetzt genau gemacht? Once they connect to the computer, I will trick them to make the mistake of giving me access to their computer. So once they give the access, I install the virus in there, which will actually give me permanent access to the computer. It took me like 3 months to completely understand what I had to do. How did you learn this? It's like my friends taught me. Since when I was a kid, I just wanted, I thought hacking is cool, doing this vigilante stuff is really cool. So, and at the same time, it's helping. Das Hacken ist erst der Anfang der Verbrechungsbekämpfung. Dann kommt das Beobachten. Und da ist ihm der Computer, den er jetzt gerade gehackt hat, zu wenig interessant. Es ist ein kleines Callcenter mit 3-4 Betrügern. Da lohnt sich der Aufwand nicht für ihn, erklärt er mir. Aber das Callcenter, wo er sich vor langem reingehackt hat, ist eine ganz andere Nummer. Um die 50 Betrügerinnen und Betrüger sind dort angestellt und die verdienen übrigens mehr als er, der Ingenieur ist, erzählt er mir. Ich treffe ihn zum Nacht, wieder im Hotel in Neu-Delhi. Er sammelt die ganze Zeit Informationen über das grosse Callcenter für die Polizei und sein neuestes Video. Mit dem Zugang zu dem Computer vom Callcenter kann er nämlich alles sehen und hören, was die Betrüger dort drauf machen. Oh yes, sir. Can you hear me? I can hear you. Yeah. Yeah. Great. Is this how you have dinner at home sometimes? Yeah. I have like this on there. Listen to scammer. Und er zeichnet das alles auch auf. Wenn er gerade live dabei ist und merkt, dass das Opfer kurz davor ist, Geld zu verlieren, greift er ein. Genau so eine Rettungsaktion, die seine Fans auf YouTube so lieben, will er jetzt probieren zu machen. Wir verfolgen das Gespräch zwischen Betrüger und Opfer, das schon seit Stunden im Gang ist. Der Sven klärt mich kurz auf, was passiert ist, bevor ich gekommen bin. Das Opfer hat beim Surfen im Internet eine gefakte Fehlermeldung bekommen. Etwa in diesem Stil. Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit schädlichen Trojanern infiziert wurde. Diese fälschen ihre Kreditkartendaten, Facebook-Logins sowie persönliche und private Daten über Remote-IP-Adressen an Hacker weiter. Viele Betrüger wenden diese fiese Masche an. Zuerst das Opfer schocken und dann so tun, als wären sie die Einzigen, die helfen können. Der Betrüger, den wir gerade hören, tut so, als wäre er vom Microsoft Support. Er sagt seinem Opfer in Amerika, seine Bankdaten seien geleakt worden, er solle sofort sein ganzes Geld von der Bank abheben und in Sicherheit bringen. Okay, I'm in my car. Okay, and how? $12,000 in cash. That's great. That's great. Er spielt Billard und sagt dem Mann, er sollte jetzt mit diesen $12.000 Geschenkkarten kaufen. In einem Baumarkt. So komme er anonym als Geld vom Opfer, erklärt mir Sven, also Geldwäscherei. So weit soll es aber nicht kommen. Sven sieht auf dem Bildschirm vom Betrüger, welcher Baumarkt gemeint ist. Trying to call the store. Thanks for calling the Grand Rapids Home Depot. This call may be recorded. Tell me how I can help. Need to talk to the manager. Thank you for calling the Grand Rapids Home Depot. This is Kim. How can I help you? Yeah, hello ma'am. My name is Sven and I'm calling you regarding a scam that is happening right now. There is this person who is about to come to your store and buy gift cards around like $12,000 or something. We will take care of it. Yeah, thank you. Thank you so much. Die Strategie des Betrügers ist perfid. Er setzt den Mann unter Druck und Stress. Der scheint ohne nachzudenken das zu machen, was der Betrüger von ihm verlangt. Sie sind ununterbrochen am Telefon.
Code M entering the building now. I'm looking for 12 $1,000 gift cards. Get ready, please. Don't give them the gift cards. Don't give them the gift cards. Don't give them the gift cards, please. So nothing we can do in store. You can go online, people.com, and purchase cards like that. Glück gehabt. Der Baumarkt gibt keine Geschenkkarten raus. Und man sieht, dass der Betrüger einfach weiter Billard spielt. I can see the tension in him. Feeling as tense I am because he wants that money very desperately. So he won the match. Oh, congratulations. But do you think he's gonna win this match? No. While I'm watching. Okay, he's gonna send him to another Home Depot. Aber Sven sieht ja die Telefonnummer vom Opfer. Und jetzt sieht er den richtigen Moment, um den Mann anzurufen und ihn zu warnen. Like you actually found a pop-up on your computer screen. You ended up calling that number and someone pretending to be Microsoft answered the call, right? Yes, sir. That is a fake pop-up, sir. There's nothing wrong with your computer. It just if you just restart your computer, everything should be fine. They actually tried to manipulate you to steal your money. Hello. Okay. Well, I thank you so much. Yeah. Well, that would have killed me at $12,000 out of there. Have a great day ahead. Bye bye. You do the same. Bye bye. It's night, dude. Wow, that was really crazy. You see his happiness, right? You saved me at the neck of the moment. Yeah. That is why I do this. You ask me why I do this. This is why I do this. Ich merke, es macht ihn unglaublich stolz und glücklich, dass er diesen Mann vor einem finanziellen Ruin hat bewahren konnte. Aber Sven sagt mir auch, dass er nicht immer nur Erfolg hat, weil manchmal glauben die Opfer ihren Betrüger so mega fest, dass er zuschauen muss, wie sie ihr Geld verlieren, obwohl er sie gewarnt hat. Die Internetbetrüger rund um die Welt werden immer raffinierter. In der Schweiz verlieren die Menschen jedes Jahr Dutzende Millionen Franken und ich bin auf dem Weg zu einem Opfer, Katja. Sie ist 32 und möchte, dass wir ihr das Gesicht nicht zeigen. Du hast dich ja bei uns gemeldet. Warum möchtest du deine Geschichte erzählen? Meine allererste Reaktion war, dass ich es niemandem erzählen wollte. Weil es ist, man schämt sich. Mein engstes Umfeld hat mich wie motiviert, um es nach aussen zu tragen, dass ich möglichst andere Leute davon abhalten kann. Die Masche von ihrem Betrüger war ganz ähnlich wie bei dem Amerikaner. Er hat sich als Mitarbeiter der Zürcher Kantonalbank ausgegeben und sie mit einem erfundenen Problem geschockt. Angreifer haben sich mit einem Trojaner Zugriff auf ihre E-Banking-App verschafft. Wenn du dann aber hörst, mehrere 10'000 Franken, die potenziell wegkommen, und das ist das, was Angst macht, und dann fängst du an, mit ihnen zu kooperieren. Und sie geben dir das Gefühl, es müsse schnell gehen. Unter diesem Stress hat sie sich überzeugen, eine Fernwartungssoftware zu installieren und einen QR-Code zu scannen. Durch das, dass ich den gescannt habe, habe ich die Zahlung ausgelöst. Die 48'520 Franken. Die ganze Zeit schreibt sie auch mit ihrem Bruder. Aber das entscheidende WhatsApp von ihm kommt spät. Niemals, das ist fake, mach das nicht. Ich habe dann laut Shit gesagt. Und dann hat der Typ, den ich ja immer noch am Telefon hatte, der Betrüger, hat wirklich laut rausgelacht. Das Lachen, also ich höre das heute noch. Und das war auch das, wo ich nachher mehrere Nächte nicht schlafen und so. Katja ruft sofort ihre Bank an. Da können wir nichts mehr machen. Und dann hat sich wirklich angefühlt, wie wenn der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Auch bei der Polizei Ernüchterung. Dann hat sie mich gefragt, ob ich das wirklich anzeigen will, weil eben, sie können sowieso nichts machen, sagen so internationale Banden. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft am Fall dran, aber Katja glaubt nicht, dass sie ihr Geld je wieder zurückbekommt.
Ich zeige ihr YouTube-Videos vom Scambeter Sven, wo Opfer gerade noch rechtzeitig warnt. Ich möchte wissen, was sie dazu meint. Er macht mit dem Hacken ja auch was Illegales. Und Katja ist Juristin. Ich bin klar der Meinung, dass man denen halt auf Augenhöhe muss begegnen und mit den gleichen Tools gegen die vorgehen, wie die auch gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Und wenn das halt beinhaltet, dass man sich reinhackt, finde ich es okay. Eigentlich schützen wir mit unseren restriktiven Vorgaben Täter. Weil wir all denen ihre Rechte schützen auf Daten und so weiter, oder? Ich spüre die Hilflosigkeit und Wut von der Katja und ich verstehe, dass sie diesen Betrüger eins auswischen möchte. Und genau diese Gefühle der Opfer motivieren auch den Scambeter Sven. Ich bin auf dem Weg zu ihm heim. Wir wollen heute über YouTube reden. Welcome. Auf YouTube laufen Videos besonders gut, wenn sich dort Scambeter bei den gehackten Betrügern rächen. Sie mit Streich oder absurden Telefongesprächen ärgern, behindern und manchmal gar demütigen. Und wenn die Zuschauer die Reaktionen der Betrüger über die gehackten Überwachungskameras auch noch sehen. So sind Betrüger plötzlich nicht mehr anonym, sondern in aller Öffentlichkeit verwundbar. Wir schauen eines der bekanntesten Scambait-Videos. Bei dem kennt der Scambeter die echten Namen der Mitarbeitenden im Callcenter. Yeah, hi sir. My name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. Oh, hi Priya. Hi. Who are you? I'm a ghost. That was one of the masterpieces, I would say. Who is beside me? I think that's Mimi. Everything's panic over there now. It feels like I've taken some revenge for the victims. These guys do the same thing with them. They fool them, they scare them sometimes. Schadenfreude klickt sich gut. Besonders riskante Videos, wo Scambeter direkt vor Ort gehen, lohnen sich. Für das Video, das mehr als 100 Millionen Mal geschaut worden ist, wenn Scambeter Kakerlaken in einem Callcenter freilassen. Aber die Betrüger im Callcenter haben Wind bekommen von dieser Aktion. This is the scammer group, you know, see how many people are in? 55,768 people. Oh my God. So they have notified everyone. It's a very, very important message. 2 of us in the town Kolkata has seen Trilogy people. Be safe and close the centers. Wherever you see them, shoot them. They're not joking, they will shot. They have fucking guns. Ich frage mich, müssen die Scambeter wirklich so viele Risiken eingehen für die YouTube-Videos? Ich meine, so Zeugs sieht vielleicht cool aus, aber immerhin haben sie es ja mit kriminellen Banden zu tun. What does your family think about it? So they kind of don't understand what I do. Der Sven sagt mir, er will mehr als dramatischen und lustigen Content für YouTube. Er schämt sich, dass so viele Internetbetrüger aus seinem Heimatland Indien kommen und er will etwas dagegen machen. Nämlich die Betrüger ins Gefängnis bringen. And I was like shocked to know that there are like huge call centers running in India, like big call centers, like one with like 3 floors in it, 4 floors in it, full of scammers. Everyone is scamming. What the hell is the government doing without responding? I was so angry. Was die indische Regierung genau macht und wie erfolgreich sie dabei sind, wollte ich auch wissen. Darum habe ich bei der Bundespolizei nachgefragt, aber trotz mehrerer Versuche keine Antwort bekommen. Am Schluss hat im Außenministerium ein Mediensprecher das gesagt. On the call center issue, we take all these things very seriously. We have agencies here who are looking into this matter. We have strong cooperation with their international partners as well. Our law enforcement agencies have been taking strong and swift action against the culprits. Viel konkreter ist er bei dieser Medienkonferenz nicht geworden. Thank you very much, ladies and gentlemen. Die Verfolgung von Internetbetrügern ist ja mega schwierig. Die Aufklärungsrate tief und verurteilt werden noch weniger.
Nicht nur in Indien, sondern weltweit. Wenn Opfer und Täter in verschiedenen Ländern leben, müssen mehrere Behörden mitmachen, dass überhaupt etwas geht. Und am Schluss hat die Polizei häufig einfach zu wenig Beweis gegen die Täter. Genau da will Sven ansetzen. Über das Callcenter, das der Amerikaner vorher fast um $12.000 gebracht hat, hat er jetzt schon 2 ganze Jahre lang Informationen gesammelt. Ihren genauen Ort, die Namen vom Boss und allen Angestellten, Screenshots von WhatsApp-Chats, wo sie Geldwäscherei besprechen über Kanäle rund um die Welt, etc. etc. Diese Infos hat Sven verschiedenen Polizisten zugespielt und er hofft seit langem, dass die jetzt endlich eine Razzia beim Callcenter machen und Beweismittel sicherstellen. Er sagt, heute hätte das passieren sollen. Das hätte ihm ein Polizist versprochen. Darum bin ich auch da bei ihm. Yesterday I contacted him 3 times. He answered 2 times. Then again he's like, literally I contacted him how many times you see? Sir, no please answer. go back. There's no. Aber es passiert gar nichts. I want some response from you, some accountability. That yeah, we are listening to you, we will get to your problem, we will look into your case. The whole point of doing this thing is like helping some victims in the other country and then saving my country from all this bullshit. Like these guys are if a single day they earn more than $80,000 complete call center. Call centers are popping up like every day. It is happening. The police have to do something. It is a crime. You're not supposed to impersonate anyone. You're not supposed to scam anyone. You're literally money laundering. I don't understand now. This is really frustrating. Now I don't know what to do. Literally I gave every evidence. Ich frage mich, wie die Polizei in der Schweiz auf so ein Infodossier von einem Scambaiter reagieren würde. Darum bin ich auf dem Weg nach Bern. Dort treffe ich heute einen Ermittler von der Kantonspolizei. Hallo! Hallo! Roger, Ann-Sophie, freut mich. Und ihr habt jetzt viel zu tun wegen dem Online-Betrug. Das ist schon etwas, das stark beschäftigt. Ja. Nimmt das generell zu? Das darf man so sagen, ja. Die Tendenz steigend. Leider immer noch steigend, ja. Das wäre mein Büro. Jetzt zum Thema Scambaiter. Es geht um Leute, die aktiv Beweismittel sammeln gegen Täterschaft und zum Teil auch illegal vorgehen, sprich selber hacken, filmen etc. Einfach all die Sachen, die wir auch gerne machen wollen und vom Gesetz her eigentlich nicht dürfen. Oder? Wenn uns solche Daten nicht zur Verfügung gestellt werden. Oder? Die Meinung ist nicht, dass man das wie nicht unbedingt brauchen muss, aber aufgrund von diesen Informationen können wir dann wie weiter ermitteln. Oder? Würde das dann helfen? Es würde ganz bestimmt helfen, oder? Aber eben, wie gesagt, wenn dort natürlich ebenfalls Straftaten vorliegen, von den Personen, die es gemacht haben, dann dürfen wir das nicht ignorieren. Sprich, wir ermitteln dann nicht nur gegen Täterschaft, sondern unter Umständen auch über die Straftatbestände, die von diesen Personen ausgemacht wurden. Ich zeige ihm YouTube-Videos von Sven und erzähle ihm von seinen Informationen, die er über Callcenter sammelt und der Polizei zukommen lässt. Als Polizist muss ich sagen, nicht unbedenklich. Oder? Grundsätzlich bin ich der Meinung, ist die Ermittlung oder respektive das Durchsetzen vom Recht, vom Gesetz, obliegt der Polizei, oder? Und nicht irgendwelchen privaten Personen. Mit solchen Einzelaktionen, auch wenn sie gut gemeint sind, kann man auch laufende Polizeiaktionen, wo ja die Leute ganz bestimmt nichts davon wissen, oder? Auch gefährden, indem die Täterschaft aufgeschreckt wird und unter Umständen Massnahmen trifft und Beweismittel vernichtet. In diesem Betrugssegment die Callcenter, die ganze Infrastruktur, oder? Die ist wirklich unternehmerisch und sehr professionell aufgebaut. Also die arbeiten dort wirklich auch wie ein richtiges Unternehmen. Oder? Opfer raten er zu der Polizei zu kommen. Die werten dann Spuren von den Handys oder Computers der Opfer aus und da spielt der Zeitfaktor eine grosse Rolle. Wichtig ist, wenn man etwas dagegen machen will, dann muss man zur Polizei kommen und das sehr schnell. Auch wenn die Aufklärungsrate tief ist? Mit dem, dass man vielleicht vorbeikommt,
tut mir einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass sich auch das ändert und wir dort zukünftig mehr Folgen werden haben. Bin ich überzeugt. Weil vielleicht, so sagt er, bringt man der Polizei genau dann die Spur, die ihnen noch fehlt, zum Täter zu finden. Das Gespräch lässt mich nachdenklich zurück. Aber ich verstehe, warum der Polizist hier in Bern nicht mit Scambeter zusammenarbeiten würde. In Indien aber scheint die Polizei keine grundsätzlichen Bedenken zu haben, mit dem Sven zusammenzuarbeiten. Zumindest, wenn er hartnäckig genug ist. Nach 2 Jahren Info sammeln, soll die Razzia in diesem Callcenter jetzt endlich stattfinden. Diesen Moment will er mit seinen Fans live auf YouTube teilen. Darum streamt er die Überwachungskamera vom Callcenter. Stundenlang. I hope the scammers don't see my live stream right now. If they actually end up seeing this, they'll straight away run away immediately, even before the police come there. Holy shit! Bro, they're watching my video. They're watching my video. I need to end the stream. Jetzt ist er so lang an dem Callcenter gehockt und jetzt ist die Polizei auf dem Weg und... Okay, guys, I'm sorry, I'm back. Yes, they caught us. It's my mistake. I shouldn't have actually streamed this one today. Er hat den Zugang zu den Überwachungskameras verloren. Später erfährt er, dass Betrüger sie aus Panik abgestellt haben. Aber, weil der Sven die Polizei schnell darüber informiert hätte, sagen die Polizisten gerade noch rechtzeitig gekommen. Guys, I do have a good news. The center got raided. They didn't escape. Oh my god, this is crazy. Thanks for sticking around. Bye-bye, guys. Thanks. Die Polizei sagt kurz darauf aber, 43 Betrügerinnen und Betrüger haben es festgenommen. Da posieren sie mit ihnen. Mit beschlagnahmten Laptops und anderem Beweismaterial. Aber langt das echt für eine Verurteilung? Meistens, so sagt mir Sven, kommen die Betrügerinnen und Betrüger wieder auf freien Fuß, weil die Polizei zu wenig Beweis hat und die illegal gesammelten Beweismittel von den Scambeter vor Gericht nicht gelten. Hello Sven, how are you feeling? So like, I don't know, like I feel speechless. Even if they are not convicted and if they come out of the jail, it is going to take them at least 2 to 3 months for all this trauma to go away, and they will be really scared, bro. Like literally, bro, you got police on your head. I'm gonna eat now. Alright, bye bye. Bye bye. So, und jetzt zurück zu meiner Ursprungsfrage. Was bringen die Scambeter im Kampf gegen Internetbetrug? Für ein einzelnes Opfer hat es natürlich einen mega Impact, wenn ein Scambeter sich gerade noch rechtzeitig vor dem Geldverlieren bewahrt. Und auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei kann hilfreich sein. Streichvideos und so Zeugs, würde ich sagen, sind eher nur Unterhaltung und sie können sogar Polizeiaktionen gefördern, wenn Betrüger merken, dass sie entdeckt worden sind und dann abhauen. Was meinst du zum Scambeter und zu dem Film? Und findest du, dass illegale Methoden manchmal okay sind? Schreib es mir in die Kommentare.